Wir wussten nicht, wie lange es geht, aber wir haben gesagt, wir genießen die Zeit, die wir mit ihr haben. Da ging dann auch um Thema Abtreibung, dass das Kind schon im Bauch sterben kann, dass es, wenn es geboren wird, auch nicht lange leben wird, nicht lange bei uns ist. Dann habe ich bewusst entschieden, sie einmal leben zu sehen, in die Augen zu schauen und sie kennenlernen zu dürfen. Nicht Hauptsache gesund, sondern Hauptsache geliebt, zu wissen, dass ich sie irgendwann wiedersehen darf in Perfektion. Wie viele Mal habt ihr euch verabschiedet? 8 Mal. Und es war total friedlich. Willkommen im Rollercoaster, dem Podcast über das Leben abseits der Norm. Heute wird es eine leise, aber dafür sehr emotionale Fahrt. Pausen sind bewusst geblieben. Deshalb an dieser Stelle eine kurze Triggerwarnung vorab. In dieser Folge sprechen wir über pränatale Diagnosen, den möglichen Abbruch einer Schwangerschaft und den Tod eines Säuglings. Hör nur rein, wenn du dich heute dazu bereit fühlst. Stell dir vor, du bist nochmal schwanger. Alles fühlt sich vertraut an. Und dann, beim Ultraschall in der Mitte der Schwangerschaft, ändert sich alles mit einem Satz. Rebecca hat genau das erlebt. Eine Diagnose, die keine Mutter hören möchte. Eine Entscheidung, die keine Frau alleine treffen sollte. Und ein Weg, den sie trotzdem oder vielleicht gerade deshalb mit einer Klarheit gegangen ist, die mich tief bewegt hat. Rebecca erzählt heute offen von ihrer Tochter Annika, von der Angst, dem Zweifel, der Trauer. Schnallt euch an, denn los geht's. Hallo Nancy. Also, liebe Rebecca, hallo, ich freue mich, dass das heute geklappt hat. Ich freue mich auch, danke dir. Rebecca, wir wollen uns heute über ein nicht ganz leichtes Thema unterhalten. Du hast schon 2 kleine Kinder und bist aber ja auch noch ein drittes Mal schwanger geworden und in der Schwangerschaft wurde deine Vorfreude dann von einer Diagnose getrübt, die sich keine Mama wünscht. Allerdings. Nimm uns mal mit zurück in diese Zeit. Genau, und das war 2024. Wie gesagt, zum 3. Mal schwanger und beim ersten Ultraschall, also ich habe nur die 3 Schalls gemacht, die von der Krankenkasse bezahlt werden. Beim ersten Schall war alles unauffällig, war ein bisschen zu klein, aber dadurch, dass das ja mit dem ET, mit der Berechnung immer so ein bisschen eine Einschätzung ist, habe ich mir da gar keine Gedanken gemacht, dass es ein bisschen zu klein ist. Dachte, gut, vielleicht einfach noch ein bisschen früher als angedacht. Und ja, dann beim mittleren Schall das war das 21. Woche, war ich bei der Frauenärztin und die hat ganz lange geschallt, weil sie auch irgendwie von der Position her recht schlecht lag, also mit dem Kopf nach unten, mit dem Gesicht nach hinten. Sie konnte nicht so richtig genau schauen und hat lange geschallt. Mein großer Sohn war dabei, weil er unbedingt dabei sein wollte. Und ich hatte mir überhaupt keine Gedanken gemacht, dass irgendwie schlechte Nachrichten kommen könnten. Und irgendwann meinte sie dann so, ähm, soll ich Ihnen das jetzt vor Ihrem Sohn sagen? Natürlich können Sie, also ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was sie mir damit sagen will und hatte überhaupt nicht mit was Negativem gerechnet. Und dann meinte sie, ja, also es sieht für sie so aus, als hätte das Kind eine Lippenkiefer-Gaumenspalte. Ich soll mir aber keine Gedanken machen, das sei gut operabel heutzutage, aber sie würde mich gerne nochmal zur Feindiagnostik schicken. Und ich kannte Kinder mit Lippenkiefer-Gaumenspalte und wusste, dass die gut operiert worden sind und habe mir deswegen erstmal. Das kommt ja auch öfter vor, ne? Genau. Jedes 500. glaube ich, hat das, kann öfters mal an Folsäuremangel Ja, liegen. genau. Meistens nicht unbedingt was Schlimmes. Ja, ich dachte dann in dem erstmal, Sinne. natürlich habe ich mir überlegt, was habe ich falsch gemacht? Also es waren so meine ersten Themen, habe ich irgendwie eben was eingenommen, habe ich Medizin, habe ich Alkohol getrunken, was habe ich jetzt falsch gemacht? Das waren so meine ersten Gedanken. Und dann habe ich natürlich gegoogelt und bin auf das Thema Trisomie gestoßen, dass es eben auch ein Thema sein kann von einem Chromosomenproblem. Und dann ging mein Kopfkino los. Und es waren eben 4 Tage bis zu diesem Feinschall. Und in diesen 4 Tagen habe ich mich völlig verrückt gemacht. Aber ich hatte schon dieses schlechte Bauchgefühl. Also ich glaube, das war dann schon da, dass ich gemerkt habe, okay, es ist eben nicht nur diese Lippenkiefer-Gaumenspalte. Und beim Feinschall hat sich das dann eben bestätigt, dass das Baby auch noch schwere Hirnschädigungen hat und einen schweren Herzfehler. Das konnte sie bei dem normalen Schall vermutlich aufgrund des Geräts und aufgrund der schlechten Lage noch gar nicht sehen. Und der Arzt meinte dann, ich hatte Gott sei Dank meine Schwester schon mitgenommen, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche dort jemand, ich gehe da nicht alleine hin.
Und das hat sich auch wirklich als gut bewahrheitet. War natürlich erstmal eine Schockdiagnose und man steht dann total so in einem Film. Das Leben zieht an einem vorbei und ja, man ist irgendwie gar nicht mehr anwesend, ne? Und der möchte dann Entscheidungen. Ja, vor allem, du lagst ja auch dort bei dem Arzt und er hat 30 Minuten geschallt, ohne was zu sagen. Das Das war ist ja, genau, glaube ich, also das ich war kenne das von mir auch damals. Das war auch über 30 Minuten, wo der da einfach nichts spricht ja, und da geht einem ja alles durch den die Kopf. Zeit, die war wahnsinnig hart. Also das ja auf der einen Seite sieht man da dieses Baby, das einfach alles hat, Hände, Füße, es war alles dran. Es sieht für einen Laien ganz normal aus und ich habe doch immer wieder gesehen, Mhm. dass er Sachen eingezeichnet hat und bemessen hat, aber eben ohne einen Kommentar abzugeben. Und ja, das war, Ja. der hat immer wieder von alles gut, alles okay, so, oh je, nee, da stimmt was nicht. Und genau, am Ende hat er dann eben gemeint, das sind viele Fehler und es sieht für ihn so aus, als hätte das Kind eine Trisomie 13 oder 18. Ich habe davor nie davon gehört. Also Trisomie 21 mit Down-Syndrom war bekannt, aber alles andere hatte ich mich nie davor mit beschäftigt. Und Mhm. dann ging es eben, hat er mich gefragt, ob ich eine Fruchtwasseruntersuchung haben möchte. Und das hatte ich erstmal komplett abgelehnt. Er hat mir mich davor gefragt und hatte ich auch erstmal abgelehnt und er hat dann gemeint, er würde es mir schon raten, einfach um zu wissen, mit was wir es zu tun haben, einfach auch für die Geburtsbegleiter und so. Und ich habe dann meine Mhm. Hebamme angerufen, weil ich gesagt habe, ihr vertraue ich, ich möchte sie um Rat fragen. Und die meinte dann auch, überstürzt nichts, du hast alle Zeit der Welt. Ähm, die Fruchtwasseruntersuchung wird sie mir schon raten, einfach weil sie sagt, das ist ein relativ kleiner Prozentsatz, wo dann wirklich die Fruchtblase platzt und das Kind abgeht. Ansonsten ist es eigentlich recht safe heutzutage. Und dann habe ich gefragt, ob sie es gleich machen können dort. Das war dann für mich auch nochmal ausschlaggebend, einfach weil die Kinder schon wegorganisiert worden waren und ich dort eine halbe Stunde Anfahrt hatte. Und dann hat er gemeint, ja, also er wird es gleich machen, aber ich müsste halt noch eine Weile warten. Und dann habe ich gesagt, gut, dann bleibe ich da und wir machen es sofort. Und es hat dann tatsächlich nochmal 3 Stunden gedauert, bis wir dann dran kamen. Und es war wirklich Wahnsinn, diese Zeit des Wartens. Und da kam dann, dass ich so richtig realisiert habe, okay, es ist wirklich was Größeres und es stehen jetzt Entscheidungen Mhm. an. Da ging es erst einmal, ging es dann auch um das Thema Abtreibung. Der Arzt dann gesagt hat, Sie müssen sich entscheiden, wollen Sie das Leben des Kindes erhalten oder wollen sie es abtreiben? Und es war für mich sofort klar, nee, also das Kind entscheidet selber, wie lange es lebt. Einfach aufgrund meines christlichen Glaubens habe ich gesagt, kann ich das nicht entscheiden. Und war das alles direkt Das bei war alles dort. bei Mhm. diesem mittleren Ultraschall, also quasi Ja, bei der Feindiagnostik. ersten Feindiagnostik? Mhm, genau. Mhm. Und aber der Arzt war auch sehr feinfühlig und hat dann auch gemeint, dass ich müsste nicht sofort entscheiden. Ich hätte alle Zeit und kann es in Ruhe Mhm. überlegen. Und ja, das geht einem dann natürlich alles durch den Kopf und fragt sich, was, ja, was bedeutet das für uns als Familie und so ein schwerbehindertes Kind. Haben die dir auch erklärt, was das bedeuten würde, Trisomie 13 oder 18? Weil da wusstest du es ja noch nicht, was von Ja, beiden. Es ja, ja. hieß nur, eins von beiden hat er für sehr wahrscheinlich gehalten. Genau, also dass die Lebenserwartung generell nicht sehr hoch ist bei beiden Fällen und Mhm. dass 13 eben noch schlechtere Prognosen hat wie 18, dass es bei 18 Kinder gibt, die durchaus viele Jahre alt werden. Mhm. Das hat er schon erklärt. Ähm, und das habe ich dann auch ergoogelt alles dort bei der Wartezeit, also dass man halt sehr wenig Mhm. Lebenserwartung hat bei den Kindern. Und das war für mich erstmal ein Stück weit eine Erleichterung, weil ich dachte, okay, das bedeutet jetzt nicht, dass ich ein halbes Leben lang mit einem behinderten Kind habe, ne? Also so wüst sich das anhört. Aber auf der anderen Mhm. Seite, ja, diese Ungewissheit, was bedeutet das? Es kann natürlich mehrere Jahre alt werden und was bedeutet das für die Geschwisterkinder? Und ja, da zieht erstmal so einiges durch den Kopf. Mhm. Genau. Und ja, dann haben wir eben in der Woche drauf dann den Termin gehabt beim Genetikum, wo dann die Auswertung der Fruchtwasseruntersuchung kam. Und am Telefon hat man dann danach erfahren, dass es Trisomie 13 ist. Mhm. Wie lange Und hat das gedauert, bis ihr die Diagnose hattet? eine Woche circa. Also recht Okay. schnell, aber trotzdem ging diese Woche
gefühlt, also trotzdem sehr langsam vorbei. Ja, Die Zeit klar. war wie Ja. Kaugummi irgendwo und ja, ich habe gar nicht mehr, also ja, das Leben ist so an einem vorbeigezogen. Man muss ja funktionieren für die anderen Kinder und irgendwie, ja, auch diese Trauer, also nicht so zuzulassen, dass die Kinder, natürlich hat man ihnen erklärt, dass was mit dem Baby nicht stimmt, aber das können die ja noch gar nicht so begreifen. Wie alt waren deine Kinder zu der Zeit? Die Leonie war 2,5, also noch sehr klein, und der Oliver Mhm. 3,5 und der, oder fast 4, der hat's schon verstanden. Also, Mhm. der hat sich auch wahnsinnig mit dem Baby verbunden gefühlt und war immer ganz viel am Bauch, und für den war es Mhm. schon hart. Und, wir haben dann, als wir die Diagnose hatten, ging es natürlich dann drum, dass die eine Abtreibung für mich nicht in Frage kommt, das war klar. Aber es ging dann natürlich auch darum, die ganzen anderen Entscheidungen zu treffen. Wie gehen wir damit um? Wie bereiten wir uns vor? Also, ich habe dann das Kinderhospiz, eingeschalten, die dann auch, für die Kinder da waren und Gespräche geführt haben, uns Tipps gegeben haben, wie wir mit der Trauer umgehen der Kinder, dass wir ehrlich sein sollen auf jeden Fall, dass die Kinder so feinfühlig sind und es spüren, Ja. wenn was nicht stimmt, und es oft auch auf sich projizieren, was haben wir falsch gemacht, wenn man da eben ihnen irgendwie nicht die Wahrheit erzählt, und dass es ganz wichtig ist, ja, offen und ehrlich zu sein und sie mit einzubeziehen, ihnen zu Mhm. sagen, dass das Kind schon im Bauch sterben kann, ähm, dass es, wenn es geboren wird, wahrscheinlich nicht lange leben wird, nicht lange bei uns ist. Und ähm, ja, das haben wir dann gemacht. Ich habe dann für mich, also die ersten, sagen wir mal, 2, 3 Wochen nach der Diagnose waren wie so ein Tunnel, wie so ein Trancezustand. Und Ja. dann habe ich bewusst entschieden für mich, dass ich diese Schwangerschaft jetzt genießen möchte, dass ich nicht mehr Hauptsache gesund, sondern Hauptsache geliebt als Motto nehmen möchte, und einfach Mhm. die Zeit, die ich mit ihr habe, noch so schön wie möglich zu gestalten. Und dann da konnte ich dann wirklich wieder, genießen ist jetzt übertrieben, aber ich habe wirklich bewusst diese Schwangerschaft erlebt. Ich habe viel aufgeschrieben, ich habe viele Fotos gemacht, habe ein Schwangerschaftstagebuch geschrieben und einfach mit den Kindern das Leben zelebriert. Je nachdem, wir wussten Mhm. nicht, wie lange es geht, aber wir haben gesagt, wir genießen die Zeit, die wir mit ihr haben. So schön, wie es eben geht. Ja. Mhm. Und ich habe aber trotzdem irgendwie immer damit gerechnet, dass sie jederzeit sterben kann im Bauch. Ne? Also ähm, das war so die ersten Wochen nach der Diagnose, habe ich immer gedacht, ist sie noch da? Sie war ein sehr aktives Kind im Bauch, was jetzt so Mhm. zu der Diagnose im Internet nicht wirklich passt. Da heißt, dass die Trisomie 13 Kinder eher ruhigere Babys sind im Bauch, und das hat absolut nicht gepasst. Also ich habe von Anfang an ihren Lebenswillen gespürt. Sie war extrem aktiv und viel am Strampeln, und dann habe ich auch irgendwann gedacht, nein, also das ist mein größtes Ziel, sie einmal leben zu sehen, ihr in die Augen zu Mhm. schauen und ähm, ja, sie kennenlernen zu dürfen. Und darauf Mhm. habe ich mich dann vorbereitet. Aber ich habe mich auch auf die anderen Eventualitäten vorbereitet, einfach weil ich ja, sicher sein wollte, dass ich für alles einen Weg habe, für alles bereit bin, und hatte dann auch einen Termin mit der Bestatterin, wo wir dann schon überlegt haben, wie wollen wir sie bestatten, wo wollen wir sie bestatten und Mhm. wie wollen wir die Zeremonie halten. Wir hatten schon die Lieder rausgesucht. Ich hatte ja wirklich auf meiner Checkliste alle Eventualitäten drauf. Hast du das alleine gemacht oder habt ihr das immer zusammen als Familie gemacht? Ich habe 'ne ganz, ganz tolle Hebamme, die mich auch bei meinen anderen beiden Kindern schon begleitet hat, bei der Hausgeburt. Und, Mhm. die ist in der Zwischenzeit eine sehr, sehr gute Freundin, geworden. Und die war immer ganz fest an meiner Seite und hat, auch die Termine mit mir, und hat mich auch begleitet in die Klinik, weil ich gesagt habe, ich möchte auch mit der Klinik in Verbindung sein, falls doch irgendwas wäre, dass wir in die Klinik Mhm. müssen. Geplant war dann aber eine palliative Hausgeburt. Und Mhm. die hatte mich dann auch auf die Idee gebracht, im Olga-Hospital in Stuttgart gibt's das Kinderpalliativteam, ähm, dass wir die dazu holen in unser Team. Und die haben Mhm. dann tatsächlich, sind die gekommen, und wir hatten Gespräche und haben sich gemeinsam mit uns auf die Geburt vorbereitet. Und
genau, die haben wir dann auf dem aktuellen Stand gehalten in der Schwangerschaft, auch übers Gewicht immer, dass sie so die Medikamentedosen schon alles vorbereitet hatten, dass im Falle also falls sie Schmerzen haben sollte nach Geburt, dass wir dann entsprechend auch Medizin da haben oder auch entsprechend vorbereitet ist, zumindest als dosiert. Und Mhm. das war ganz, ganz viel wert, weil mein Mann, für ihn war natürlich das größte Thema, dass er Angst hatte, dass sie Schmerzen hat. Und Ja. er hätte, glaube ich, den Weg der Abtreibung gewählt, wenn man ihn gefragt hätte. Einfach aus dem Grund, weil er das nicht ertragen hätte, dass sie Schmerzen hat. Das wollte er ihr ersparen. Und Mhm. er hat mich aber dann unterstützt auf meinem Weg, als ich gesagt habe, nee, ich kann das nicht, ich möchte sie kennenlernen. Und wir vom Mhm. Palliativteam haben uns auch bestätigt, dass die Kinder in den allermeisten Fällen keine Schmerzen haben. Ähm, und auch das Gefühl vom Tod, das war auch so ein Punkt. Man hat so diese Vorstellung, wie grausam so ein Sterben ist, was man so aus Filmen sieht. Und da haben die uns auch die Angst genommen und haben gemeint, so ein natürlicher Tod ist was ganz Friedliches. Das hat uns Ja, ganz, ja. ganz viel gegeben, dass wir wussten, okay, die sind erfahren mit dem Tod und die sagen, es ist ein ganz friedliches Verabschieden. Und das war uns auch sehr wichtig, genau, dass wir die dann an unserer Seite hatten oder haben werden. Und hast du dann in der Zeit noch mehr Untersuchungen machen müssen, seit es dann bekannt war? Wir waren eben mit der Klinik in Verbindung und hatten da dann nochmal häufigere Ultraschalls, einfach um zu Mhm. sehen, wie sie liegt und auch mit der Fruchtwassermenge. Die war recht hoch, was wohl auch für Trisomie 13 recht normal ist, dass da mehr Fruchtwasser produziert wird. Aber sie war auch von den Maßen auch immer richtig, also sie war natürlich kleiner als meine anderen Kinder, das hat man schon gemerkt, aber für ein Trisomie 13 Kind sehr gut entwickelt und auch ja, vom Gewicht her sehr in einer guten Norm. Und das hat man halt immer kontrolliert, auch dass wir die Daten hatten für die Medikation, fürs Palliativteam. So oft wäre ich natürlich bei einer normalen Schwangerschaft nicht zum Ultraschall gegangen und zum Vermessen. Aber es war ganz toll, auch einfach mit der Klinik da einen guten Austausch zu haben. Ja, aber nichtsdestotrotz hast du ja praktisch einen ganz schön großen Spagat dann zumindest ab der zweiten Schwangerschaftshälfte machen müssen zwischen ähm, einerseits Freude ja auch an den Kindern, die gerade auch da Ja, sind, weil ich meine, die leben ja trotzdem ganz normal weiter ja, und haben einen lustigen Alltag und dich trübt aber natürlich die ganze Zeit was. absolut. Wie, wie war das für dich? Also für mich war der Austausch mit den anderen Betroffenen ganz, ganz arg wertvoll. Ich habe mich in den Mhm. Foren eingelesen, habe mich verbunden mit anderen Trisomie 13 Mamas und da auch unter anderem mit Mamas, die lebende Trisomie 13 Kinder haben. Und das hat mir ganz viel Hoffnung gegeben und ähm, ganz viel Freude, einfach die Maus kennenzulernen. Und ich habe wirklich es geschafft, dass ich mich von der Freude, von der Vorfreude auf sie habe leiten lassen und die Ängste und Mhm. Sorgen eigentlich was heißt verdrängen? Natürlich hat man ein Stück weit auch die Trauer schon. Also man macht schon ein Stück weit Trauerarbeit, weil man betrauert die unbeschwerte Schwangerschaft und Mhm. man betrauert das gesunde Kind ein Stück weit. Aber ich habe es für mich geschafft, einfach das Positive zu sehen und zu sagen, ja, ich freue mich auf die Zeit, die ich mit ihr habe und ich möchte, dass die Geschwister sie kennenlernen. Und ja, ich habe funktioniert als Mama, glaube ich. Also ein Stück weit hat man funktioniert. Mhm. Und natürlich habe ich auch viel geweint, habe auch mit den Kindern geweint. Ja, weil mir es wichtig war, dass sie sehen, dass es was mit mir macht. Und bei den anderen haben wir wieder getanzt und haben mit ihr tolle Lieder gesungen und haben ihr die Welt gezeigt, haben noch Urlaube gemacht und ja, haben wirklich versucht, so viel wie möglich zu unternehmen, um ihr noch ein bisschen was zu zeigen von der Welt. Genau. Mhm. Ja, ich meine, es ist ein Thema, was uns schon eben auch betrifft, ne? Einige von uns Eltern mit beeinträchtigten Mhm. Kindern. Manchmal nicht unbedingt während der Schwangerschaft, aber eben auch im Lauf der Zeit. Kommt schon öfters vor, leider, dass sie doch im Kindesalter dann eben versterben. Ja, Und sich da auseinanderzusetzen oder so wie du sagst, eben auch sich einfach auf die Eventualitäten vorzubereiten, also dass es auch im Bauch schon passieren ja, könnte,
aber trotzdem sich versuchen, von eher den positiven Gefühlen leiten zu lassen, macht ja auch, glaube ich, dann was mit ihr im Bauch, ne? Ja, Wenn du dann eher versuchst, dich doch auf die positiven Gefühle zu absolut. fokussieren. Ja. Und, es hat mir auch geholfen, sie eben so zu spüren und diese Lebensfreude von ihr, ne? Also, so dass sie immer präsent Mhm. war und so. Ich hatte schon so das Gefühl, dass ich eine Verbindung mit ihr hatte. Das hat mir auch sehr geholfen, Mhm. da positiv, zu sein, weil ich, gemerkt habe, ja, sie möchte leben. Ihr habt euch ja bewusst gegen Schläuche, gegen Klinik und so weiter entschieden, ne? Und eben für den palliativen Weg zu Hause oder überhaupt Hausgeburt. Du kanntest Hausgeburt schon von deinen Genau. Kindern vorher? Und ich habe ja auch Hausgeburt gemacht, also ich kann das nachvollziehen. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit Krankenhaus, Ja. ne? Und wie wichtig war für dich diese Palliativ-Hausgeburt? War für mich ganz arg wichtig. Also, Hausgeburt war für mich dadurch, dass ich das bei den ersten beiden Kindern schon hatte und, für mich das der absolut richtige Weg war, war die Diagnose erst mal für mich so: „Oh nein, ich kann keine Hausgeburt machen", ne? Also, das war für mich schon im Kopf so, die Diagnose: „Ja, Hausgeburt geht nicht." Und 'n Stück weit hat Ich denke, dass wahrscheinlich die Ärzte das auch genau, gesagt haben, oder der nicht? Arzt dort hat auch Ne? erst mal gemacht, Mhm. würde mir nicht empfehlen, ne, so, weil die in der Klinik natürlich entsprechend andere Maßnahmen haben und so. Und das war dann für uns aber trotzdem so, dass ich, gesagt habe: „Ach, ich kann's mir einfach nicht vorstellen in der Klinik." Ich glaube, dass das für das Setting für mich und für die Kinder, auch für die Geschwisterkinder, das Kind dann an irgendwelchen Kabeln zu sehen, einfach das sind Bilder im Kopf, die möchte ich so nicht für mein Kind. Ich habe gesagt, ich möchte das heimische Zuhause, das Ankommen im wohligen, bekannten Umkreis, die Töne, das kennt sie ja alles schon aus dem Ja. Bauch. Und ja, auch für mich ist es entspannter in einem geborgenen Zuhause mit Menschen, die ich kenne. Und deswegen habe ich mich riesig gefreut, als meine Hebamme dann gemeint hat, du, ich mache das trotzdem mit dir zu Hause. Und mit dem Palliativteam an der Seite sind wir da echt gut aufgestellt. Und im Notfall verlegen wir dich in die Klinik und die kennen dich auch, die kennen die Geschichte, die sind auch auf dem aktuellen Stand. Mhm. Wir waren da wirklich richtig toll aufgestellt und ich war total glücklich, dass ich meine gewünschte Hausgeburt dann so machen durfte und ich dann nicht bei den ersten Wehen entscheiden muss, okay, ich muss jetzt losfahren ins Krankenhaus, sondern einfach die Hebamme anrufen konnte und sagen konnte, okay, es geht los, du kannst kommen, ich bin bereit. Und Mhm. ja, das war für mich ein ganz, ganz großer Punkt, der mich, sage ich mal, also wie nennt man das? Also ich hätte, glaube ich, Angst gehabt, in die Klinik zu gehen mit ihr. Also einfach mich der Klinik auszuliefern. Was machen die mit meinem Kind? Natürlich habe ich aufgeschrieben, was ich alles möchte und was ich nicht möchte, gerade mit der palliativen Versorgung. Aber das war immer schon in meinem Kopf, was, wenn die dann doch anders handeln, wie ich mir das wünsche. Und ja, ich habe da irgendwie nicht so das Vertrauen gehabt. Und deswegen war es mir ganz arg Mhm. wichtig, dass ich dann zu Hause bin, wo ich genau weiß, okay, die handelt so, wie ich das möchte. Und die, die wird nicht eingreifen in die Geburt, wenn ich es nicht möchte. Und ja, das war Mhm. mir ganz arg wichtig. Genau. Und letzten Endes war es dann so, also die Geburt ging los und meine Hebamme kam nach Hause. Ich wollte eigentlich wieder ins Wasser steigen. Ich hatte mich auch richtig gut darauf vorbereitet, wie ich die Geburt so haben möchte. Und mit Lichterketten dann mir alles gemütlich eingerichtet. Und dann kam die Hebamme rein und wollten dann den Geburtspool einlaufen lassen, das Wasser einlaufen lassen. Und ich habe dann aber schon ordentlich den Druck nach unten gespürt und Genau, das müssen wir kurz erklären, weil viele kennen das nicht, wie das funktioniert mit dem zu Hause. Geburtspool, na, gerne, ja. Also bei den anderen Kindern hatte ich das auch schon, 'n Geburtspool im Mhm. Wohnzimmer. Also es ist wie so ein aufblasbarer Pool, den man so aus dem Garten kennt, so ein Planschbecken, nur recht Genau, hoch, aber die genau. müssen halt eine bestimmte Höhe haben. Das ist der Genau, Unterschied. Geht nicht einfach in der Badewanne. Ne, genau, so. ja. Und da kann man sich dann auch schön über den Rand legen. Das ist total entspannend. Und man sitzt dann in dem warmen Wasser, was auch so ein bisschen die Wehen entspannt, dass sie nicht so intensiv Mhm. sich anfühlen. Und das hatte ich bei den anderen Geburten als total angenehm empfunden und wollte ich unbedingt wieder haben. Und als eben die Hebamme kam, hat sie mit meinem Mann angefangen, warmes Wasser in den Pool laufen zu lassen. Und ich bin dann nochmal auf Toilette und
habe dann aber gemerkt, dass der Druck ganz schön krass nach unten geht und auf Toilette ist mir dann die Fruchtblase geplatzt. Und das kannte ich von meinen anderen Mhm. 2 Geburten so nicht. Die ist dann nie von alleine geplatzt. Aber aufgrund dieser Mhm. Fruchtwassermenge war dann natürlich ein extremer Druck nach unten und es kam dann auch gleich ein ganzer Schwall und ich hatte das Gefühl, das Kind kommt gleich mit diesem Schwall Fruchtwasser raus. Hab dann noch panisch nach der Hebamme geschrien und habe gesagt, ich glaube, die kommt schon. Und dann hat sie noch gemeint zu meinem Mann, dreh das Wasser ab, das wird nichts mehr mit Pool. Und sie hat dann Mhm. gleich gespürt an meiner Reaktion, dass wir da keine Zeit mehr haben. Und dann ist sie mit mir ins Nebenzimmer. Da war eigentlich nicht geplant zu gebären, aber da haben wir dann notdürftig noch Handtücher aufs Sofa geworfen. Und ich habe mich dann Mhm. hingelegt auf das Gästebett oder Gästesofa. Und dann waren es noch 2 Wehen und die Maus kam auf diesem Gästesofa zur Welt Mhm. im Kinderzimmer. Und ja, wir haben alle erstmal damit gerechnet, okay, sie hat noch gelebt, aber wir haben damit gerechnet, sobald die Nabelschnur eben auspulsiert ist, wird sie es vermutlich nicht alleine schaffen. Das war immer so eine Hürde, die auch die Hebamme meinte, Mhm. solange sie am Mutterkuchen angenabelt ist und dort versorgt wird, kann sie überleben, das ist kein Problem. Aber es kann eben sein, sobald die inneren Organe dann quasi anfangen, selbstständig zu arbeiten, dass sie das dann nicht mehr schafft. Und deswegen wollten wir so viel wie möglich Bilder haben von ihr in dieser ersten Zeit und so viel wie möglich kuscheln. Der große Sohn ist dann aufgewacht, als ich an den letzten Presswehen quasi getönt Mhm. hatte und kam dann gleich her ohne Hemmungen und wollte, also da war sie dann schon auf meinem Bauch und wollte sie sehen. Und mein Mann hat dann die mittlere Tochter geweckt und hat sie dann auch dazu geholt. Und die Hebamme hatte ihre Tochter noch dabei. Das war eigentlich geplant, dass sie dann nach den Kindern schaut, so als Kinderbetreuung. Aber dadurch, dass sie Mhm. geschlafen hatten, war es dann erstmal nicht notwendig. Und es war dann total schön. Wir saßen dann alle eben auf dem Sofa und haben erstmal die Maus bestaunt, die Annika. Und wie war das dann für dich? Weil mein Kind hatte ja zum Beispiel auch nur eine Gaumenspalte. Mhm. Das heißt, wenn ich heute davon erzähle, sagt jeder, hör mal, der sieht man ja gar nicht. Sage ich ja, Mhm. nee, die hatte ja auch keine Mhm. Lippenkiefer-Gaumenspalte. Es gibt da ja viele, viele Unterschiede. Ne? Bei euch war es aber ja Genau. Lippenkiefer-Gaumenspalte. Und ich glaube, die wenigsten können sich vorstellen, wie das dann in echt Ja. aussieht. Also Ja, es war schon, und also würdest du sagen, dass deine Vorstellung schlimmer war als nachher die ja, Realität, ja, wenn, auf wenn du jeden dann Fall. dein eigenes Kind wirklich in der Mhm, Hand hältst? auf jeden Fall. Ich hatte schon ein bisschen Mhm. Respekt davor vom Aussehen, auch für die Kinder, weil ich dachte: wie werden die damit umgehen?“ Und, Mhm. ja, ich kannte ja schon vom Ultraschall, hat man's ja schon so ein bisschen sich erahnen können, dass es schon sehr ausgeprägt war. Letzten Endes macht es gar keinen Unterschied. Also klar, man denkt erst mal so: Mhm. okay, da fehlt was.“ Also, es war schon 'n großes Stück offen an der Lippe, aber es ist sein eigenes Kind und man fühlt so diese Liebe einfach. Und sie hat dann die Augen aufgemacht und mich angeschaut und das war für mich wirklich, so ergreifend, weil das Einzigste war, was ich mir gewünscht habe, dass sie mich anschaut und, Mhm. irgendwann Ja, und das ist auch ein ganz besonderer Moment, ne? Wenn ja, die Kinder dann nach der Geburt einem ins Gesicht schauen und Wahnsinn. ja. Das war total ergreifend und irgendwann haben wir dann gefühlt und haben gesagt: „Okay, die Nabelschnur, pulsiert nicht mehr, und sie atmet wirklich selbstständig und, ja, sie lebt.“ Und das war für mich unbegreiflich und wir haben dann wirklich gesagt: „Wir genießen jeden Moment, den wir mit ihr haben.“ Und, Mhm. ja, es, war wunderschön, magisch wirklich dieser Moment, weil wir einfach nicht gedacht hätten, sie's dass sie so lang bleibt und, wir jederzeit gerechnet hatten damit, dass sie stirbt. Wir haben dann auch eine Notsegnung gemacht, haben das noch zelebriert und mittags kam dann, das Palliativteam und, hat ihr dann die Magensonde gelegt, weil wir gespürt haben, sie hat zwar an der Brust getrunken, aber es war nicht die Menge, die sie irgendwie satt gemacht hätte, ja. Also das Ne, und es geht halt leider auch nicht richtig, ne? Man genau. braucht dann diesen Habermann-Sauger und muss abpumpen Ja, und jetzt weiß ich gar nicht, ob das ging das bei euch überhaupt mit dem Habermann? das haben wir dann gar nicht probiert. Ich Mhm. habe dann danach überlegt, Magelsonde ja oder nein, aber ich habe gesagt, also, das hat ja nichts mit ihrer Erkrankung zu tun. Ich möchte sie ja nicht verhungern lassen. Mhm. Also war dann schon was, wo ich Ja, sage, ja. ist jetzt vielleicht nicht 100% palliativ, aber sie atmet selbstständig, ja. Also das war für mich schon mal wichtig. Ich habe sie nicht irgendwie an Schläuchen und Maschinen angeschlossen.
Und dann unterstütze ich sie auf jeden Fall dort mit dieser Magensonde. Wie hat dein Sohn reagiert? Weil der hat das ja, oder haben beide reagiert irgendwie? Ich weiß nicht, wie weit konnte deine kleine Tochter Der, schon was sagen? Ihr habt sie ja sicherlich vorbereitet eben ja, auch auf das, was da kommt. für sie war es noch sehr unwirklich, glaube ich. Sie konnte es nicht so richtig Mhm. nachvollziehen. Mein großer Sohn, Mhm. der hat sich riesig gefreut, dass sie da war, Mhm. und dass sie atmet. Also das war für ihn schon, der hat es schon verstanden. Der war sofort ohne Hemmungen. Der hat sie geliebt, der hat sie gehalten. Der durfte dann auch gleich sein Oberteil ausziehen und durfte mit ihr bonden, Mhm. Haut auf Haut. Und das war ein ganz emotionaler Moment einfach, die zwei so zu sehen, weil die durch den Bauch schon so verbunden waren irgendwo. Mhm. Genau, Und der hat ihr immer Lieder vorgesungen abends, genau, ne? genau. Äh, Und das war so schön mit anzusehen, ja, wie eng die waren. Und doch hat man natürlich dann im Hinterkopf, wie wird es für ihn sein, wenn sie dann doch stirbt, ne? Und das muss ich sagen, das war auch so diese Ungewissheit. Das war das Schlimmste, nicht zu wissen, wie lange wird sie leben. Und mhm. sie hatte vor allem in den ersten Tagen oft richtig heftige Atemaussetzer. Also so Mhm. richtig 3, 4 Minuten lang gar keine Atmung und ist dann ganz blau angelaufen, hat die Augen weit aufgerissen. Also so gar kein schönes Bild. Und wir haben immer Mhm. gedacht, sie stirbt in dieser Zeit. Also mein Mann und ich sind zu ihr hingesessen und haben sie gehalten und haben gesagt, wir lieben dich, du darfst gehen, und haben sie verabschiedet. Aber was waren das? Waren das wie Krampfanfälle? Ja, tatsächlich weiß ich inzwischen, dass es viele Trisomie-Kinder gibt, die diese Atemaussetzer haben und die teilweise auch über Jahre damit leben können. Es muss wohl von der Gehirnsteuerung einfach was sein, dass die Atmung aussetzt. Aber Mhm. das Herz schlägt weiter. Also es war dann tatsächlich dann jedes Mal so, dass es plötzlich wieder einen Atemschnapper macht und dann zack war sie wieder da, als wäre nichts gewesen. Aber der Anblick ist kein schöner, ne? Vor Nee, allem, wenn man das nee. das erste Mal sieht, ja. Mhm. Definitiv, und das waren in Summe in der ersten Woche 8 Stück. Wir haben uns dann mit der Zeit Mhm. dran gewöhnt, dass sie daran nicht stirbt. Aber für meinen Mann war es fast nicht auszuhalten. Und, äh, und dann ging es ihr aber richtig gut. Dann waren die Atemaussetzer auch weniger. Sie hatte dann aber Infekte, also das kam natürlich dann durch die großen Kinder, dass sie dann 'n Infekt hatte mit Fieber, und das war schon wahnsinnig anstrengend in der ersten Zeit, und wir haben uns dann langsam eingegroovt. Wir haben dann so unsere Tipps und Tricks gemacht, dass wir dann auch nachts diese Sondierung nicht durch Drücken gemacht haben eben, sondern dieses Fließen lassen durch Mhm. Erdanziehungskraft. Man kann das ja so aufhängen, dass ich Mhm. zumindest dann in der Zeit ein bisschen die Augen zumachen kann und es nicht aktiv drücken muss. Weil das war eben sowas, dass ich nachts dann immer wieder eingeschlafen bin beim Sondieren und immer wieder weggenickt, und dann hat sie wieder geweint, weil sie doch wieder Hunger hatte, und dann habe ich wieder weitergedrückt. Und Mhm. ja, das war so was, was wirklich anstrengend war, Mhm. diese Nächte mit dem Sondieren. Als es dann Richtung 4 Wochen ging, wo wir dann überlegt hatten, ja, wie geht es jetzt, wenn mein Mann wieder arbeiten geht? Wie soll ich das alleine schaffen mit 3 Kindern zu Hause, mit einem Pflegebedürftigen? Ich Mhm. habe gesagt, ich brauche auf jeden Fall eine Haushaltshilfe. Das ist alles gar nicht so einfach, das zu beantragen. Und da ging es dann los mit Bürokratie und Pflegegrad und diesen ganzen Dingen. Und da hatte ich mich immer gefragt, ja, lohnt sich das jetzt, das zu beantragen? Ich möchte eigentlich meine Zeit lieber investieren mit meinen Kindern und nicht mit irgendwelchen Mhm. Bürokram. Und habe ich dann aber irgendwann dafür entschieden, habe gedacht, ja gut, wer weiß, wie lange sie noch lebt. Vielleicht wird sie ein Jahr alt, ne? Also kann ja durchaus Mhm. sein. Dann brauche ich die Unterstützung eben, und habe dann die ganze Bürokratie gemacht, habe mich so eingelesen in die ganzen pflegenden Mama-Foren, und ja, das war schon eine sehr Mhm. intensive Zeit. Und aber es war auch eine sehr schöne Zeit. Also wir hatten auch viel Familienzeit auf jeden Fall. Ne? Also ja, wir waren auf Festen, auf einem Feuerwehrfest und auf einem Ritterfest zusammen als Familie. Und wir haben mit ihr wirklich Familienalltag erlebt. Ne? Also war natürlich deutlich schöner, als wenn sie jetzt irgendwo in der Klinik gelegen wäre. Sie durfte bei uns den Ja, Familienalltag miterleben. ja. Und auch wenn ihr dann hättet sie praktisch nur in der in der Klinik besuchen dürfen, ne? Ja, genau. Euren Alltag dort verbringen oder wie auch immer. Ja,
Genau. Ja, jedenfalls Annika hat alle Prognosen übertroffen, oder? Ja, definitiv. Wie viel Mal habt ihr euch verabschiedet? 8-mal. Ja, Mhm. 8-mal, aber Und das war dann alles in den kam ersten Wochen und, dann ging's ihr eigentlich recht gut. Also, diese mhm. Atemaussetzer waren dann eben nicht mehr so, akut und ja, Infekte, Fieber, natürlich waren es immer mal wieder 'n Auf und Ab, aber jetzt nicht so, dass ich irgendwie Sorge hatte, sie würde es nicht schaffen. Und, dann ging's auf die 4. Woche zu und ich habe gemerkt, sie wird immer langsamer. Also, ihr ganzer Körper, das Mhm. fährt irgendwie langsam runter. Sie hatte auch immer wieder so eine Art Wellenatmung, also immer mal wieder so eine schnellere Atmung, dann wieder wurde es wieder langsam und dann ging es wieder schneller. Also, man hat schon gemerkt, dass da an der Atmung irgendwie, keine Regelmäßigkeit, herrscht. Und das wurde immer Mhm. mehr. Das war auffällig und man hat so gemerkt, dass die war ja total kraftvoll, ne? Also, die hatte Power, dass das nachlässt, dass die eher so schlapp wird, dass so das ganze Nervensystem irgendwie runterfährt. Und, dann hatte ich schon meiner Hebamme gesagt, also, irgendwie habe ich das Gefühl, sie baut ab. Und wir waren dann an dem besagten Sonntag, auf 'nem Ritterfest und, haben dort zufälligerweise die Hebamme noch getroffen und die schaut in den Wagen rein und meint: „Ja, also, die Farbe sieht auch nicht mehr richtig gut aus.“ Also, sie glaubt auch nicht, Okay. dass es ihr so gut geht. Und, wir waren dann nachmittags noch auf dem Geburtstag vom Opa und da hat sie schon die ganze Zeit nur geschlafen. Also, das war auffällig, dass sie Mhm. viel geschlafen hat, weniger Wachphasen hatte. Und wir kamen dann um circa 18 Uhr nach Hause und saßen als Familie im Kinderzimmer, ähm, und haben gespielt. Und es war genau auf diesem Sofa, wo sie geboren wurde, wo ich saß. Und Mhm. da habe ich plötzlich gemerkt, okay, jetzt fängt sie an mit der Atmung wieder, so Wellenatmung, so Unregelmäßigkeiten. Und hatte dann ein bisschen Angst, dass sie wieder so einen Atemaussetzer bekommt, weil das halt eben für die Kinder auch nicht schön war anzusehen. Und bin Mhm. dann aus dem Raum gegangen aufs Sofa und habe dann, gemerkt, okay, die Atemaussetzer werden immer länger, aber ohne, dass sie blau wurde. Also, es war ein Unterschied zu den anderen Aussetzern. Mhm. Es war wirklich Mhm. so total friedlich und sie hat mich mit großen Augen angeschaut, aber jetzt nicht entsetzt, sondern ganz ruhig. Und ich habe Mhm. mich dann von ihr verabschiedet und sie hat die Augen zugemacht und ich habe immer so drauf gewartet, auf dieses dass er schnappt nach Luft. Das habe ich oft gehört, dass wenn Menschen sterben, dass die dann noch mal so im Nachgang nach Luft schnappen. Und es Mhm. kam nichts. Es war wirklich einfach, ich habe die Hand auf ihr Herz gelegt und habe gemerkt, es hört auf zu schlagen und es war total friedlich. Sie hat einfach die Augen zugemacht Mhm. Mhm. und es war wirklich so wie besagt. Es war einfach 'n ganz, ganz friedlicher Moment, ähm, und hatte nichts von Qual und sie hat sich einfach ganz leise verabschiedet und, ähm, so traurig es war irgendwie für mich auch befreiend zu wissen, ähm, sie darf jetzt in den Himmel gehen, sie darf keine Schmerzen mehr leiden, sie darf, Mhm. einen neuen Körper bekommen, der perfekt ist. Da hat mir mein Glaube ganz viel Hoffnung gegeben, ähm, Mhm. zu wissen, dass ich sie irgendwann wiedersehen darf in Perfektion. Und, Mhm. hm, war auch schön, dieser Moment einfach, dass es so friedlich war. Wir haben das ja gehofft, dass es so friedlich sein soll, aber dass es dann wirklich so war, das war dann wirklich 'ne Last, die irgendwo von einem gefallen ist. Ähm, Mhm. Ich habe dann die Kinder dazugeholt und meinen Mann und das war so krass, wie mein Sohn reagiert hat in dem Moment. Der hat so Mhm. alle Phasen der Trauer irgendwie innerhalb von einer Minute abgearbeitet. Der hat erst Okay. geweint, ganz bitterlich, dann hat er sie angebrüllt, voll Wut und hat gemeint: „Ich möchte, dass du so alt wirst wie ich. Du darfst jetzt Mhm. nicht sterben.“ Also, es war echt, so diese Phasen der Trauer wirklich, auf den Punkt abgearbeitet. Und am nächsten Morgen meinte der dann auch zu mir: „Mama, warum weinst du denn immer noch?“ Also, das war so, Mhm. ähm, ja, typisch Kind irgendwo. „Mama, ich möchte, dass du ein neues Baby bekommst, aber diesmal bitte ein gesundes“, ne? Also, da kamen so Aussagen, die waren so herzig irgendwo, so total kindlich, aber, Mhm. ja, auch schön, wo ich dachte, sie haben ja, sie haben sie verabschiedet und, ähm,
sie wissen, dass es ihr jetzt gut geht. Und das ist ja toll, wie Kinder damit umgehen. Das will ich damit sagen eigentlich. Also Mhm. hatte ich auch ein bisschen Bedenken, weil ich nicht wusste, ja, wie reagieren die Geschwisterkinder. Und die sind damit so toll umgegangen, alle beide. Es hat dann Mhm. tatsächlich recht lange gedauert, bis dann die Beerdigung war. Aufgrund der Erkrankung von der Bestatterin hat sich das alles noch etwas gezogen. Ähm, und es war dann, glaube ich, 12 Tage später oder so, als sie dann tatsächlich bestattet wurde. Mhm. Und ja, auch wir hatten dann quasi noch viel Zeit, uns auch auf diese Beerdigung vorzubereiten und haben dann auch ein richtig Mhm. schönes Fest draus gemacht. Also es war wirklich ähm, eine Freudenfeier, dass wir so viel Lebenszeit mit ihr Mhm. hatten. Das wollten wir eigentlich feiern bei diesem Fest, dass wir diese Mhm. geschenkte Zeit feiern, ja, und nicht Ja, ihren Tod, ne? Also es war ja, ein ja. Freudefest eigentlich und das war total schön. Es ist uns echt gelungen, dann ein tolles Fest draus zu machen. Mein Mann ist bei der Feuerwehr. Wir haben dann auch eine Drehleiter gehabt und konnten dann mit der Drehleiter nach oben steigen, ihr ein Stück entgegen. Das war auch eine tolle Mhm. Geste irgendwo, ja. Schöne Bilder Ja, ja. und ja, richtig feierlich haben wir uns dann noch von ihr verabschiedet, genau. Schön, wenn euch das geholfen hat, ne? Das Symbolische dann Ja, auch darin. Und auch wenn das vermutlich jetzt das Schwerste war, was du je erlebt hast, ähm, was würdest du sagen, war das Geschenk daran? es ist ein Riesengeschenk. Also zum einen hat uns die Annika gelehrt, wie wertvoll das Leben ist, wie Mhm. schnell es enden kann und wie wichtig Gesundheit ist, auf jeden Fall. Ähm, aber auch, die hat so viel Sozialkompetenz vermittelt, die hat uns so viel Einblick gegeben in die pflegenden Familien und was die leisten. Und auch meine Kinder haben so viel Sozialkompetenz erlernt. Und wenn die ein behindertes Kind auf der Straße sehen, die sagen, ach guck mal, das ist behindert wie meine Schwester Annika. Also ähm, Mhm. ich glaube, es hat den Kindern ganz, ganz viel mitgegeben für ihren Lebensweg. Auch mit diesem Sondieren. Wollten mithelfen, die haben da Mhm. überhaupt keine Berührungsängste gehabt davor. Und ja, auch für mich. Also wenn ich früher ein Kind im Rollstuhl mit einer Sonde oder so gesehen hätte, äh, hätte ich auch blöd geguckt, ne? Also, wenn man das nicht kennt und mit bemitleiden, Ja. sage ich mal so, ne? Das fand ich irgendwie das Schlimmste, als wir da auf diesem Fest waren und die Leute uns angeschaut haben, so bemitleidend, so: „Oh je, ihr Armen." Das wollte ich Mhm. nicht, ne? Ich sage: „Uns geht's gut. Lasst es." Ich möchte nicht Mhm. bemitleidet werden, ne? Aber mir wäre es wahrscheinlich davor genauso gegangen. Also, ich habe für mich ganz viel mitgenommen, wie viel Respekt und Anerkennung die pflegenden Eltern verdienen sollten und wie viel die sich erkämpfen müssen, auch diese ganze Bürokratie, ähm, Ja. was da auch dahinter steckt. Es ist schon hart, ne? Also, was da alles getan werden muss. Gibt es etwas, das du anderen Frauen und Familien, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, noch mitgeben möchtest? Also, jetzt ganz wichtig fand ich eben, wie schon gesagt, das Vernetzen mit anderen Frauen, sich da Rat zu holen, nicht überschnell zu entscheiden. Also gerade wenn es ums Thema Abtreibung geht, Mhm. sich alle Zeit der Welt zu lassen, weil oft ist man, glaube ich, in der Situation erstmal so völlig geschockt und will schnell entscheiden und schnell handeln. Sich da wirklich die Zeit zu nehmen und nicht überschnell zu entscheiden, sondern sich zu informieren und zu überlegen, was bedeutet es für uns als Familie? Kann ich damit leben, mit dieser Entscheidung? Weil ich ganz viele Frauen kenne, die sich für eine Abtreibung entschieden haben und danach dann sich schwere Vorwürfe gemacht haben und wirklich Mhm. über Jahre dann schwere Depressionen erlitten haben und in Therapie mussten, weil sie eben immer wieder sich gefragt haben, was wäre gewesen, wenn. Und das muss ich sagen, das kann ich jetzt im Nachhinein sagen, dass ich für mich mir nichts vorwerfen kann. Ich habe einfach nur geliebt. Ich habe Mhm. dem Leben ihren Lauf gelassen und habe
habe ihr überlassen und Gott überlassen, wie lange das Leben von ihr geht. Und sie hat ihre Spuren hinterlassen, definitiv, auf Mhm. dieser Welt und hat so viel Hoffnung und so viel Liebe verbreitet und so viele Menschen ergriffen, auch über Instagram, was ich da an Zuspruch bekommen habe und wie bekannt unsere Annika inzwischen ist und wie bekannt Trisomie 13 und 18 dadurch geworden ist. Ne? Also ähm, Mhm. einfach so viel Positives, dass ich sage, es war nicht umsonst, dass sie gelebt hat. Ne? Und das Ja. finde ich einfach so wunderschön. Ich habe auch über Instagram mehrere Frauen inzwischen begleitet, die sich aufgrund Annikas Geschichte für das Weitertragen entschieden haben und mir so dankbar dafür waren, dass wir unsere Geschichte geteilt haben und dass sie dadurch Mhm. Mut bekommen haben, sich für diesen Weg zu entscheiden und eben, dass das Verabschieden dann wirklich friedlich ist, weil das ist, glaube ich, auch ein Punkt, Mhm. wo viele dann Angst vor haben und sagen, boah, nee, ich kann da nicht zuschauen, wie mein Kind stirbt, dass es wirklich ein friedlicher Prozess ist und man da gar keine Angst vor haben braucht. Und ja, daraufhin möchte ich einfach Mut machen fürs Weitertragen. Natürlich muss das jeder für sich selber entscheiden und es gibt hier kein richtig oder falsch. Aber ich möchte, Mhm. dass die Frauen sich entsprechend Zeit lassen und es als eine Option sehen, auf jeden Fall. Ja. Liebe Rebecca, ich danke dir für deine Offenheit. Das war nicht einfach. Und ja, was ist, ja, wie wir gesagt haben, es ist natürlich ein belastendes Thema, ne? Aber ja, auch der Tod gehört zum Leben dazu und Genau. leider betrifft er eben nicht immer nur alte Menschen. Ne? Genau. Vielen lieben Dank dir, liebe Nancy, für die Einladung und dass ich Annikas Geschichte hier erzählen durfte. Sehr gern. Hab noch einen ganz schönen Tag. Du auch? Tschüss. Tschüss. Rebeckas Geschichte zeigt, es gibt kein richtig oder falsch in einer solchen Situation, aber es gibt einen Unterschied zwischen einer überhastet getroffenen und einer wirklich durchdachten Entscheidung. Denn sie begleitet dich ein Leben lang. Rebecca hat ihre Einstellung zum Leben geändert. Hauptsache geliebt, anstatt Hauptsache gesund, ist jetzt ihr Motto. Sie hat für sich und ihre Familie einen Weg gefunden, der für sie passt und ist mit sich selbst heute im Reinen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gern ein Like und Abo da und teile diese Folge mit jemandem, der sie vielleicht gerade brauchen kann. Alle Infos findest du in den Shownotes. Schnall dich ab, atme tief durch. Bis zum nächsten Mal.